kalt, ne? Yeah. Ich stecke auf. Power Baby, liebe Leute, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich befinde mich hier in Polen, an meinem ersten Europacup. Am Donnerstag bin ich angereist, Freitag habe ich trainiert und heute ist Wettkampftag. Es ist jetzt etwa 10 Uhr und am Viertel ab 4 Uhr habe ich den Start, plus minus. Nicht plus minus, sondern am Viertel ab 4 Uhr habe ich den Start. Genau, eben, wie gesagt, erster Europacup in der Sprintdistanz, Elite-Kategorie, also nicht U23. Und ja, es wird sicher ein sehr schnelles Rennen, denke ich mal. Ich bin gespannt, eben, ich bin hier zum Erfahrungen sammeln, zum richtig einen rauszulassen. Und freue mich richtig auf das Rennen, weil ich habe hart trainiert, ich habe sehr gut trainiert. Und ja, jetzt schauen wir, wo das Ganze hinführt. Ja, jetzt wird noch ein bisschen gechillt. Noch etwas gegessen dann am Eis, circa. Jetzt noch ein Reis. Und dann geht es dann bald los. Wir sehen uns später. Let's go! So, jetzt eingelaufen. Jetzt Bike in Transition Zone. Let's go! Number 70 from Spain, Albert Garcia Ferra. Weight number 71 from Switzerland, Dario Fittihaldner. Weight number 72. I love the way my body's moving to the drums. I feel my heartbeat jump when the bass dumps. I love the way my body's moving to the beat. I feel like heat waves full of energy. I love the way my body's moving to the drums. I feel my heartbeat jump when the bass dumps. I love the way my body's moving to the beat. I feel like heat waves full of energy. I love the way my body's moving to the drums. I feel my heartbeat jump when the bass dumps. I love the way my body's moving to the beat. I feel like heat waves full of energy. Moving to the drums. Bass dumps. Moving to the beat. I feel like heat waves full of energy. Energy. Liebe Leute, ich bin mittlerweile wieder zurück daheim in der Schweiz. Es sind jetzt ein paar Tage vergangen nach dem Rennen und ich habe gedacht, ja, ich lasse mir ein paar Tage Zeit, um das Rennen sickern zu lassen und dass ich ein bisschen reflektieren kann. Also zuerst mal, wie ist das Rennen überhaupt verlaufen? Ich bin ins Wasser, dann bei der ersten Boje nach 300 Metern bin ich an der dritten Stelle, zweite Boje an der zweiten Stelle, dritte Boje an der ersten Stelle. Also sehr gute Positionierung, ich habe wirklich meine Position sehr gut verteidigt. Dann bin ich als erstes im Wasser mit nicht viel Abstand, weil ich habe das Gefühl, das Schwimmen war echt zu kurz, um da viel zu bewirken. Es sind wirklich alle sehr, sehr dicht gewesen. Man sieht es auf dem Video. Nach 5 Metern hat mich schon der erste überholt. Das ist schon mal ein erster Fehler von mir, den ich gemacht habe. Also Fehler kann ich auch besser machen nächstes Mal. Ja, den Weg vom Schwimmen in die Wechselzone schneller machen, weil ja, es kann einfach immer etwas passieren in der Wechselzone und eventuell verpasst man hier nachher die erste Gruppe, was aber nicht der Fall war bei mir. Aber der Wechsel war nicht gut bei mir. Also ich habe wirklich Mühe mit meinem Helm. Ich habe mir jetzt einen Verschluss geholt, der magnetisch ist, der wirklich einfach zugeht, dass ich nicht mehr so viele Probleme habe, weil ich habe zwar ja auch ein bisschen Mühe gehabt, weil der Verschluss von meinem Helm ist einfach so klein und ich habe wirklich grosse Hände. Und dann im Stress, jetzt war es so kalt, ist es wirklich schwierig, hier schnell zuzutun.
Dann, also Wechselzone 1 nicht so optimal, kann ich sicher noch viel Zeit rausholen und viel verbessern. Dann auf dem Velo eigentlich sehr gut. Es ist natürlich alles zusammengekommen, weil es hat so viele U-Turns gab, dass man ja, einfach immer zusammengekommen ist dort. Wir waren dann etwa eine 40er-Gruppe, haben es gesehen auf dem Video. Und es hat heftige Positionskämpfe gegeben, vor allem durch die Wechselzone und so durch. Das habe ich aber sehr gut gemacht, habe ich wirklich das umsetzen von der Velorennen mit dem Handorgeleffekt. Also ich habe mich immer sehr weit vorne positioniert, dass ich nicht betroffen bin von dem Handorgeleffekt. In der letzten Runde, ganz kurz vor der Westzone 2, hatte ich jedoch eine Platte gehabt, die mich aber nicht stark beeinträchtigt hat. Ich bin einfach leicht weggerutscht und habe durch das dann ein paar Positionen verloren. Das war ein bisschen schade, weil ich wirklich um meine Position gekämpft habe in den ersten paar Runden. Und am Schluss bin ich einfach ein bisschen weiter hinten in die Wechselzone rein. Was nicht wirklich schlimm ist, aber ja, es macht schon einen Unterschied, ob man jetzt an Position 5 oder Position 20 in die Wechselzone reinkommt, weil halt viel mehr Ghetto ist und man hat gerade etwa 10 bis 15 Sekunden plus auf den ersten und müsste 15 Sekunden schneller laufen, dass man überhaupt bei dem wäre. Auf dem Laufen ja, ist es nicht wirklich sehr gut gegangen, weil ich extreme Seitenstecher bekommen in der ersten und in der zweiten Runde. Und aufgrund von dem habe ich dann wie nicht wirklich so in den Rhythmus gefunden. Es war dann schwierig, in den Flow hineinzukommen. Und das war sehr schade. Es hat mich auch wirklich stark genervt so die letzten paar Tage nach dem Rennen. Weil ich einfach nicht das Maximum rausholen auf dem Laufen. Aber ich denke, es gehört einfach dazu. Ja, muss schauen, vielleicht muss ich meine Ernährung vor dem Rennen anpassen. Vielleicht mal schauen wegen dem Atmen noch. Es kann schon sein, dass ich ein bisschen von einer Art gekächelt habe im Laufen. Aber es gehört alles dazu. Das sind wichtige Erfahrungen, die ich machen konnte. Und alles in allem bin ich wirklich eigentlich zufrieden mit meinem Rennen selber. Aber nicht mit dem Rang natürlich. Rang 43 bin ich am Ende geworden. Von 72 Athleten. Ja, es ist okay, aber ich denke, es ist auch verständlich, dass ich nicht so zufrieden bin mit dem Rang selber. Aber wichtig ist, ich habe mir Ziele gesetzt und ich kann umsetzen. Ich wollte aggressiv sein im Schwimmen voraus und meine Position gut verteidigen und vorne aktiv fahren auf dem Velo und dann einfach alles, was ich noch habe, auf dem Lauf rauslassen. Ja, das hat eigentlich alles in allem gut funktioniert. Eben klar, mit Seitenstechen nicht optimal, aber ich habe Erfahrungen gesammelt und mal erste Europacup-Luft geschnuppert. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Jetzt folgt eine intensive Zeit, weil ich habe jetzt 3 Wettkämpfe hintereinander, 3 National League Rennen. Ich werde alle filmen, alle mitnehmen und probiere sicher alle nach dies nach aufzuladen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wie immer, schön daran denken, immer schön sexy bleiben. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Chino, willst du auch noch Tschüss sagen? Er sagt auch Tschüss. Tschüss zusammen.